2 Tage, 8 Stempel, ein Ziel. Ich möchte das Bronzeabzeichen der Harzer Wandernadel bekommen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Klingt doch easy, oder? Ich weiß noch nicht, ob das meine Beine am Ende ein bisschen anders sehen. Die paar Höhenmeter. Oh, aua, ich merke das schon in meinen Beinchen. Der Harz ruft mit epischen Landschaften, urigen Ruinen und mega Aussichten. Ich bin gespannt, ob ich am Ende dieser 2 Tage einfach nur müde oder müde mit Abzeichen bin. Das ist schon wieder falsch. Was mache ich denn? So, jetzt geht's gleich los. Ich bin tatsächlich schon ein bisschen aufgeregt. Also, ich bin ja nicht das erste Mal wandern. Ich bin tatsächlich auch so eine kleine Wandermausi. Aber Stempeln ist eine absolute Premiere für mich. Aber ich bin zum Glück heute nicht alleine unterwegs, denn Anna wird mich heute begleiten. Hi! Hallo, schön dich zu sehen. Ja. So, Auf geht's. auf geht's. Ganz coole Karte, wie das hier ausschaut. Na, wir sind ja jetzt quasi hier, ne? Genau. Wir starten in Blankenburg auf einem Wanderparkplatz. Unser Plan für heute: Wir laufen tiefer ins Waldgebiet Herst zu den großen Sandsteinhöhlen. Von da aus geht's weiter zur Burgruine Regenstein. Dann folgt ein kleiner Citytrip zu den barocken Gärten und zum krönenden Abschluss geht's zur berühmten Teufelsmauer. Insgesamt rund 11 Kilometer. Die Vögel. Ich liebe das. Ja, vor allem Frühlingsanfang kriegt man richtig Frühlingsgefühle hier. Richtig schön. Und Anna, du bist ja echt eine Harzexpertin, wenn man das so nennen darf, oder? Ich bin häufiger im Harz unterwegs, das stimmt. Teile viel auf Social Media Ja. und nehme gerne meine Leute oder Community gerne mit, den Harz zu entdecken, weil ich finde, hier gibt es irgendwie mehr als nur den Brocken. So. Dann auf zu den Sandhöhlen. Guck mal, wir machen Gleichschritt. Vorsicht, oh Gott. Leben am Limit. Ich glaube, da vorne sind sie auch schon. Ja. Dein erster Stempel. Schau es dir an. Geil, ne? Ich liebe das so sehr. Hä, das sah auf den Bildern viel kleiner aus. Mega beeindruckend. Riesige Sandsteinfelsen, die es hier schon seit über 80 Millionen Jahren gibt. Die Sandhöhlen werden hier auch gerne Sandgletscher genannt. Hier lohnt es sich, die Höhlen zu erkunden. Oh, hier können wir auch noch mal richtig reingehen, ey. Krass. Cool. Übrigens wird jedes Jahr die schönste Stempelstelle gekürt. Die Sandhöhlen konnten sich den Titel verständlicherweise auch sichern. Habt ihr deine Lieblingsstempelstelle im Harz? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Bei den ganzen Höhlen werde ich abenteuerlustig. Da kann man wohl durch. Ach du meine Güte. Okay, weiß ich nicht. Vielleicht gehe ich so rein. Toll, da bin ich voller Sand. Ach du meine Güte. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Meine Güte. Ich bin drin. Aber jetzt hier. Geil. Ey, ich fühle mich direkt 20 Jahre jünger, wenn ich hier so rumkletter. Amu. Hallöle. So, jetzt aber genug mit den Spielereien. Mein erster Stempel wartet. Siehst du schon. Hui. Das ist ein bisschen aufregend jetzt gerade. Ja, dein Mein erster Stempel. Oh, da ist er. Na, dann wollen wir mal. Boah, spannend. Aufregung, Trommelwirbel. Was war das jetzt? 81? Ich hab's vergessen. Mist. 81. So. Da ist er. Oh, andersrum, aber egal. Mein erster Stempel. Jetzt bin ich offiziell Teil der Harzer Wandernadel. Fehlen ja nur noch 7 bis zu meinem Abzeichen. Sehr gut. Das Stempelheft habe ich vorher in einer Touristinformation besorgt. Die Vertriebsstellen für Wanderpässe und Abzeichen findet ihr auf der Webseite der Harzer Wandernadel. Ich den Wanderpass. Und weiter geht's. Auf geht's. Oh, Vorsicht.
Wir laufen jetzt weiter zur Burgruine Regenstein. Kleiner Fakt am Rande, wenn man alle 222 Stempel gesammelt hat, und das kann durchaus ein paar Jahre dauern, darf man sich offiziell Harzer Wanderkaiserin oder Kaiser nennen. Wie viele Stempel hast du denn eigentlich schon gesammelt? Ich habe bei 65 Stempeln aufgehört zu zählen. Aber eigentlich auch nur, ja, weil ich das Stempeln naturmäßig mache. Ja, und nicht der Stempel wegen quasi. Genau. Es ist so ein bisschen spielerisch angehaucht. Also dadurch, dass du immer so Stempel suchst, das weckt so ein bisschen das innere Kind in mir. So, dann hol mal deine Stempel. Ach, hier ist er ja schon. Das ist schon wieder falsch rum. Was mache ich denn? Passiert. Möchtest du noch reingehen? Klar gehen wir noch rein. Das lassen wir uns nicht entgehen. Auch historisch ist die Burgruine Regenstein durchaus interessant. Die Überlieferungen gehen bis ins Mittelalter zurück. Weil ich habe gestern spaßeshalber mal die Burg Regenstein bei Wikipedia eingegeben. Ich zitiere. Urkundlich wurde erstmals im Jahre 1162 Konrad, der Sohn des Grafen Popo I. von Blankenburg, Popo mit P-O-P-O? Ja. Ja? als kommende Regenstein namentlich erwähnt. Anna gibt mir jetzt erstmal eine Führung. Hier links ist mein Wohnzimmer. Die Fenster fehlen, aber die kommen noch. Ich finde das so schön. Hier brauchst du auch keinen Fernseher, weil Aussicht hast du ja. Anna ist in ihrem Element. Es gibt so richtig schöne Lichtstimmung hier drin. Ich finde, hier muss man auch einfach mal gewesen sein. Und rauf aufs Dach geht's natürlich auch. Hammer. Hammerwindig vor allem. Aber jetzt hast du einen richtig schönen Blick über das ganze Gebiet hier. Übrigens, falls ihr noch Tipps für das perfekte Ausflugsfoto braucht, dann schaut mal in die Hinreisenfolge von Tom rein. So, auf zum nächsten Stempel. Altes deutsches Volkslied. Das Wandern ist das Müllerfluss. Das Wandern ist das Müllerfluss. Das Wandern. Oh nee, ich mag diesen Song nicht. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Das geht dann richtig hoch. Irgendwie so. Falls ihr jetzt denkt, boah, das ist eine richtig coole Route durch den Harz, die möchte ich auch mal nachlaufen. Ich habe euch die kompletten Routen mal unten in die Videobeschreibung gepackt und da findet ihr auch noch weitere Inspo für Ausflugstipps im Harz. Für uns geht es jetzt knapp 4 Kilometer durch Blankenburg zu den barocken Gärten. Wenn man hier jetzt so in der Mitte hochgeht, wirkt das schon richtig schön, Oh ja, schön. oder? Und dann hast du da richtig schönen Blick auf das Schloss. Fast königlich. Sind wir doch. So sind wir doch. Prinzessin und Königin. Ach schön, die erste Pause des Tages. Aber auch nicht zu lange, der Stempel ruft. Den gibt's außerhalb des Gartens am Gasthof Obere Mühle. Ist ja gar kein Problem. Tada! Wir haben uns verbessert zu seitlich. Nicht mehr umgedreht. Naja, Stempel Nummer 3. Fehlt nur noch einer. Und der wird nochmal eine kleine Herausforderung. Treppe bergauf, viele Höhenmeter. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, klar. Klaro. Natürlich. Unser Team freut sich. So, Und siehe da, der Großvaterfelsen. Das bedeutet Zusatzstempel. Also theoretisch könntest du da hochwandern oder hochkraxeln, besser gesagt. theoretisch, ja. Und da oben hat man eine schöne Sicht über Blankenburg. Aber die gibt es ja bei der Teufelsmauer auch, oder? Ja. Naja, dann Erstmal holen wir dir deinen Stempel ab. da ist er. Dann haben wir sogar heute schon unser Tagesziel erreicht. Aber wir holen uns trotzdem noch den 5. Stempel. Jetzt aber wirklich, rauf auf die Teufelsmauer. Ach so, gut, okay, ich kann da nicht so easy drüber klettern. Da habe ich Angst. Es gibt 2 Typen von Menschen. Es gibt viele Möglichkeiten, um zum Hamburger Wappen zu wandern. Wir haben uns für die anspruchsvollste Variante, den Kammweg, entschieden. Easy peasy. Ich habe kurze Beine. Ja, das ist schon ein Schritt nach oben, du.
Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, die Sonne steht immer tiefer. Wir wollen ja schließlich das Hamburger Wappen noch bei Tageslicht sehen. Wie geht's deinem Bein? Alter, frag nicht. Oh wow. Und dann endlich, nach 11 Kilometern voller Höhen und Tiefen. Dein letzter und 5. Wo ist er? Wo ist er? Stempel. Hier. Der 5. Statt dem 4. Krass. Diesmal versuche ich den richtig rumzumachen. Ja, beim letzten heutigen Stempel. Ich hab's geschafft. Ja, Mann. Nice. Hast du gut gemacht. Und morgen wirst du deine Beine bestimmt spüren. Da habe ich schon ein bisschen Angst vor. Aber es hat sich mehr als gelohnt. Diese Stempelstelle ist landschaftlich ein echtes Highlight. Die 3 Zacken sollen optisch an das Wappen von Hamburg erinnern. So hat die Felsformation ihren Namen bekommen. Warum eigentlich der Harz, Anna? Was fasziniert dich so am Harz? Das ist eine gute Frage. Naja, ich komme ja aus der Region und liebe es einfach total, die Region, generell den Harz, aber auch die umliegenden regionalen Teile zu erkunden. Und ja, ich mag es, dass es hier so vielfältig ist. Ja. Ich habe noch eine Überraschung für dich. Ach du Jemine. Wir wollen ja alle uns belohnen für heute. Hast du Zimtschnecken mit? Oh nein! Du musst wissen, Anna ist komplette Zimtschnecken-Fanatikerin. Und ich mir habe selbst gemacht? gestern Abend um 10 Uhr stand ich noch in der Küche und habe Zimtschnecken gebacken. Und ich hoffe, sie schmecken. Die probieren wir doch direkt mal aus. Und auch fürs Team, weil die habt ihr euch verdient. Bitteschön. Und vor allem danke, dass du mich heute begleitet hast. Sehr, sehr Es war gern. wirklich richtig, richtig cool mit dir. So, ich habe es geschafft für heute. Und ich bin auch geschafft von heute, also im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dafür habe ich heute einfach schon 5 Stempel gesammelt. 5. Das heißt, der Weg zu dem Bronzeabzeichen morgen ist nicht mehr so weit. Jetzt lege ich ganz schnell meine Füße hoch und gehe ganz schnell ab in die Haia, damit ich morgen fit bin. So, Tag 2 hat begonnen. Wie geht es denn deinen Beinen? Mein Bein, ich merke tatsächlich, jede Zelle meines Körpers und meine Beine schreien so ein bisschen, nein, tu es nicht, aber ich bin motiviert. Ich meine, schau dir dieses Wetter an, wir haben heute wieder perfekte Wanderbedingungen. Ich freue mich, ich bin motiviert und wir schaffen heute dieses Bronzeabzeichen. Und heute stehen nur noch, dank gestern, 3 Stempel auf dem Plan. Wir sind übrigens in Königshütte. Da ganz in der Nähe unseres Startpunkts ist direkt der erste Stempel am Königshütter Wasserfall. Danach kommen wir vorbei an der Ruine Königsburg und meinen letzten Stempel hole ich mir an der Trogfurter Brücke. Da sind wir schon an unserer ersten Stempelstelle. Und ich sehe, hier ist auch direkt der Wanderkasten. Also ich glaube, das war der einfachste Stempel der ganzen Tour. Ja, und somit haben wir schon den ersten Stempel für heute. Mensch, das läuft doch wie am Schnürchen. Also ich muss ja sagen, als ich gelesen habe, ein Wasserfall im Harz, gerade in dem Licht von der Sonne, es ist echt idyllisch. Und ich meine, wirklich ein kleiner Tipp für Faule, dieser Stempel ist wirklich einfach zu erreichen. Ich meine, wir sind direkt an der Bundesstraße. Es dauert nicht lange, da treffe ich auf Gleichgesinnte. Entschuldigung, sind Sie aktive Stemplerin? Oder? Natürlich. Aber natürlich, naja. 186 Stempel. Ui. Ich bin jetzt seit 9 Jahren schon dabei. Ja. Aber in den Das- letzten 3 Jahren etwas intensiver. Ja. Was gefällt Ihnen denn so an dem Stempelsystem, an der Harzer Wandernadel? Es macht einfach Spaß. Man kommt an Ecken, an die man sonst nicht gekommen wäre. Ja. Und hat im Prinzip immer ein Ziel. Wie viele Stempel habt ihr denn eigentlich schon gesammelt? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Heute gibt es sogar eine kleine Besonderheit. Alle Stempel, die ich heute sammeln möchte, gehören zu einem sogenannten Themenwanderweg. Und zwar zum Harzer Hexenstieg.
Und wenn man da alle 20 Stempel gesammelt hat, dann bekommt man ein ganz individuelles und besonderes Abzeichen. Aber das werden wir heute nicht mehr schaffen wahrscheinlich. Aber vielleicht ist das ja dann meine nächste Challenge. Da ist sie, die Hexe vom Harzer Hexenstieg. Sieht aber ein bisschen gruselig aus tatsächlich, finde ich. Boah, wenn man so hier unten steht, dann sieht es noch bedrohlicher aus. Übrigens, jeder kann bei der Harzer Wandernadel mitmachen. Es gibt einfach zu erreichende Stempel für alle Wanderfreunde, wie der Wasserfall gerade, aber auch welche, die ein bisschen höher gelegen und anspruchsvoller sind. Wie mein nächster Stempel. Die paar Höhenmeter, das tut doch nach gestern gar nicht mehr weh. Das sind wir doch jetzt vollkommen gewohnt. Oh, aua, ich merke das schon in meinen Beinchen. Aber das schaffen wir. Hallo. Stempelt ihr auch? Wir waren schon stempeln. Ihr wart schon stempeln? Da oben an der Burg, an der Ruine. Wie viele Stempel habt ihr denn generell schon gesammelt? Papa hat schon alle Stempel fast. Fast alle Stempel? Nein, Quatsch. Aber ganz viele. 20 oder so. Nee, du hast 22. Hast du denn schon so viele Stempel gesammelt, dass du Wanderprinz bist? Ja, letztes Jahr. Ja. Mit denen von Papa, die Papa aber schon Mega. vorher hatte. Cool. Kinder dürfen sich nach 11 Stempeln stolz Wanderprinzessin oder Wanderprinz nennen. Der kleine Mann hier hat es auch schon geschafft. Ja, weil ich die anderen Stempel gesammelt habe. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. So, jetzt aber, weiter geht's. Aber kann sich doch durchaus sehen lassen. Anstieg bedeutet immer Aussicht. Ruine Königsburg. Da ist er auch, ich sehe den schon. Den Stempelkasten. Nein? Naja, zählt, oder? Man kann zwar die Zahlen nicht sehen, aber zählt. Es wäre die Nummer 41 gewesen. Die Burg steht hier nun schon über 300 Jahre als Ruine. Jetzt habe ich es aber wirklich fast geschafft. Nur noch ein Stempel bis zu meinem Bronzeabzeichen. Endspurt zur Trogfurter Brücke. Das sieht nach einem Ziel aus. Und ich sehe auch schon den letzten Stempelkasten. Da, da, da. Da, 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 da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hast geschafft. Und damit werde ich mir jetzt mein Abzeichen abholen. Das, was man hier sieht, ist übrigens gar nicht die Trogfurter Brücke, sondern die knapp 18 Meter hohe Staumauer der Talsperre Königshütte. Mein Abzeichen hole ich mir jetzt in der Touristinformation in Wernigerode. Wie viele Abzeichen haben Sie denn erreicht? Na, 8 Stück. Na, dann schauen wir doch mal. 8, jawohl. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Dann gibt es einmal Bronze Ja, und einmal das Abzeichen. Bitte. da ist es. Das Bronzeabzeichen der Harzer Wandernadel. Schon irgendwie ein cooles Gefühl für das Wandern in der Natur belohnt zu werden. Und ich bin tatsächlich auch ein bisschen stolz auf mich. 8 Stempel in 2 Tagen. Ich kann stolz sagen, ich habe es geschafft. Mein persönliches Fazit, die Harzer Wandernadel ist echt eine coole Sache. Man kommt raus in die Natur, entdeckt super viele schöne Ecken im Harz und dazu schlägt das Herz eines jeden Sammlers ein wenig höher. Und wenn man dann als Belohnung dann noch so ein Abzeichen bekommt, dann ist es doch echt ein mega Gefühl. Also bei mir wurde auf jeden Fall die Lust am Wandern im Harz geweckt. Also schreibt mir mal unten in die Kommentare, welche Wanderroute im Harz könnt ihr mir denn empfehlen. Und falls ihr jetzt noch mehr Inspiration für euren nächsten Ausflug braucht, hier könnt ihr einen Film von meinem Kollegen Tom sehen. Der begab sich auf eine gruselige Lost Places Tour. Und hier war mein Kollege Daniel in den Harzer Höhlen unterwegs.